Viele Menschen, die zu einer erhöhten Gerinnungsaktivität neigen, weil sie zum Beispiel einen Herzinfarkt hatten oder weil sie eine Thrombose hatten oder weil sie Herzrhythmusstörungen haben, bekommen ja die Empfehlung, Acetylsalicylsäure, das klassische Aspirin, einzunehmen in der Dosis von 50 bis 100 Milligramm. Das ist dann eine sogenannte Sekundärprävention und da ist diese Therapie auch absolut berechtigt. Mitunter wird diese Medikation aber auch eingenommen, ohne dass es überhaupt zu einem Schaden gekommen ist. Also nur weil man meint, man hätte vielleicht ein erhöhtes Risiko für eine Durchblutungsstörung. Und da gibt es eine sehr große Meta-Analyse und die hat gezeigt, dass man unter der Einnahme allerdings bis zu 500 Milligramm Aspirin dann sogar oder Vergleichsprodukte, Acetylsalicylsäure, den Nutzen deutlich übersteigende Nebenwirkungsrate hatte. Und zwar ist man darauf gekommen, dass man das Risiko für Herz- und Hirninfarkt als Messparameter gewählt hat und hat gesehen, dass unter der Medikation von 100 bis 500 Milligramm Acetylsalicylsäure es tatsächlich zu einer Risikoreduktion um 14% gekommen ist. Gleichzeitig ist allerdings das Risiko einer Blutungsneigung, die dann auch einen Krankenhausaufenthalt nach sich zog, um den Faktor 41, also um 41% gestiegen, sodass man davon ausgehen muss, dass diese sogenannte Primärprävention eigentlich schädlicher ist, als wenn man nichts machen würde. Wenn man also das Gefühl hat, dass man ein Risiko für eine Durchblutungsstörung hat und primär, bevor es also zu irgendetwas gekommen ist, etwas vermehrt dafür tun möchte, dann sollte man etwas tun, was diese Nebenwirkungsrate nicht erhöht. Und da ist es eben wichtig, dass man die Thrombozyten, die Blutplättchen, übrigens neben den Nervenzellen die Zellen mit dem höchsten ATP-Bedarf, schont und schützt. Und die haben sogenannte Andockmoleküle und die fahren sie aus, um sich zu verhaken und damit eine Aggregation, also einen Thrombus zu bilden. Das tun sie aber nicht, wenn man sie antioxidativ schützt. Und für so eine antioxidative Schutzvariante haben wir eben unsere fettlöslichen Vitamine E, D, K und A, haben wir das Vitamin C und haben wir natürlich auch pflanzliche antioxidativ wirkende Substanzen. Genauso ist es wichtig, dass wir unsere Eicosanoid-Balance einhalten. Das heißt also ein zu viel an Omega-6-Fettsäure, was in Arachidonsäure geht, und Arachidonsäure ist ein aggregationsfördernder Faktor, in ein Gleichgewicht setzen zu den Omega-3-Fettsäuren, also Alpha-Linolensäure, Eicosapentaensäure und Docosahexaensäure, um hier eine reversible Aggregationshemmung zu erzeugen. Reversibel bedeutet, wenn es denn doch zu einer Blutung kommt und so viel Botenstoffe freigesetzt werden, dass dann diese primärpräventive Schutzmaßnahme nicht ausreicht, um zu sagen, es geht nicht, sondern die reagieren dann schon, wenn auch etwas verzögert, während ein Blutplättchen, was mit einem Cyclooxygenase-Hämmer in Kontakt gekommen ist, also der Acetylsalicylsäure oder auch mit nichtsteroidalen Antirheumatika oder mit Cyclooxy, also Coxibe zum Beispiel, oder auch sowas wie Kurkuma, haben eine irreversible Aggregationshemmung und dann können sie nicht reagieren, wenn mehr Botenstoffe freigesetzt werden, nach dem Motto, bitte hier eine Blutstellung einleiten. Und das wäre ein sinnvoller Weg, zu schauen, wo habe ich eine Dysbalance in der Zusammensetzung meiner gesunden Nahrungsbestandteile und die zu optimieren, um darüber das Blutungsrisiko und auch Verstopfungsrisiko zu reduzieren und gesund alt zu werden.